Wenn auch du wissen möchtest, wie ein Freund aus Afrika, aus Ghana, um genau zu sagen, mir hilft oftmals, mich neu zu motivieren. Und was das mit dir zu tun hat, was Mindset und Motivation mit dir zu tun hat, dann kannst du das heute erfahren in diesem Morning Call. Ich freue mich auf einen neuen Tag, auf einen neuen Morning Call in Köln von Markus aus Köln. This morning call will be recorded in German and partially in English. I'm talking about a guy I really appreciate, a guy from Africa, a guy I met through Instagram. And if you want to know what this friendship to this guy has to do with my motivation and how mindset itself, mindset or motivation is a part of the mindset, how that works and how that inspires me and what you can have from that will be transported partially in English in this morning call. So, für die das jetzt nicht verstanden haben, ich habe eine ganz besondere Ehre heute Morgen. Ich habe mir vorgenommen, einen Freund von mir, den ich noch nie live gesehen habe, aus Afrika, der mich über Instagram irgendwann mal angeschrieben hat und zu dem sich eine wunderbare Beziehung ergeben hat, den heute hier etwas zu ehren. Und deshalb werde ich das teilweise auf Englisch machen. Mr. Shams, this is for you. Mr. Shams. Shams is the name of the guy I met through Instagram. He wrote to me and I try to be mostly I try to be friendly to everybody who adds me or writes to me on Instagram or on any social media platform. So this guy wrote to me, as I would say, like 7-8 months ago, and we started to get a connection. Ich habe über Instagram bin ich angeschrieben worden von einem jungen Mann aus Ghana. Er heißt Shams, also S-H-A-M-Z, also ein Name, der in unserem Sprachraum ganz ungewöhnlich ist. Und Shams hat mich angeschrieben und ich bin meistens sehr, sehr offen und freundlich gehe ich auf Leute zu, die mich anschreiben. Und er hat mit mir Kontakt aufgenommen, gefragt, wer ich bin, was ich mache und wie es mir geht. Also das war eine ganz freundliche Kommunikation. Er wollte gar nichts von mir. Und dann hat es eine Situation gegeben, dass ich ihm versucht habe zu helfen. Irgendwie, seine Frau ging nach Australien und zu einer Gewichthebermeisterschaft. Und es war sein Wunsch, dass seine Frau in Australien bleibt, weil in Australien sind bessere Lebensbedingungen als für ihn in Ghana. So I met this guy, Shams. Shams, this is for you if you see that anytime, if you have the chance to see that. I met this guy through Instagram and we had a normal starting relationship. There was nothing that he didn't approach something to me. He didn't want anything from me. So it was just, oh, how are you? Where you're living? What are your circumstances? And then he traveled to, no, he has a girlfriend. No, he's married. Actually, I think he's married to a girl, and she's a professional weightlifter. So she was traveling to the Commonwealth Games because his country is part of the Commonwealth, and she was traveling to Australia to take part in the Commonwealth Games. And so they had the idea maybe she could apply for a visa in Australia because her life would be much nicer and more, there would have been, or she assumed that there were more chances for a life and for prospering, like being in a country of the Commonwealth. So she went there and he asked me if I could help him to make contacts in Australia. So sie ist also nach Australien geflogen und hat dort angefangen an ihrem Wettkampf, an ihrem Gewichtshebe-Wettkampf teilzunehmen, aber es hat selbst mit sehr vielen Bemühungen nicht geklappt, dass irgendeiner von den Menschen, die ich in Australien kannte, an der Gold Coast, also wirklich richtig an der letzten Ecke an der Ostküste von Australien, da jemanden zu finden, der sich mal mit ihr trifft oder der einfach mal, das hat nicht funktioniert. Und aber unsere Beziehung ist bestehen geblieben und was mich so wirklich fasziniert an diesem jungen Mann, er hat extrem limitierte Rahmenbedingungen. Er hat also nur ein altes Handy, er hat eine schlechte Netzverbindung, er hat nicht immer Strom und trotzdem ist er ein ganz, ganz spannender Gesprächspartner für mich.
What I want to point out is she went to Australia. She tried we tried a lot to get her in contact with people from Australia, from Gold Coast, where she could have to get contact, to get her in contact to local people, to just try out, to just find out if there would be a reason for her, or a possibility for her to stay there and to immigrate to Australia. Whatever, to just, why do they want to change their country? Because the situation where they're living in, they have quite a lot of restrictions. He only has a regular old cell phone. They have often limited connection to energy. The net connection, like the mobile connection, is not always good, and it is really hard for them to get a fresh start, or to get like a good connection to the world. Like everybody said, oh, like the internet is there, we are all connected. Yes, but you need energy, you need the equipment, and you need also the mobile connection. And if that is not provided in your country or in your area, you have a problem. You realize that everybody is communicating and you don't get that. So she was there, and we had no chance to do that. And I want to explain today why, even if the connections to this guy, of the circumstances of him and his wife are pretty low and not the best, we still have a good contact, and we still, no, it's not about stillness. It's about, what I want to say is, he has a mindset. That is the point why I'm bringing that here to you today. He has a mindset that is unbelievable for these circumstances. So, warum ich euch das heute erzähle, ist, Chams lebt mit seiner Frau in einem Land in Afrika, in Ghana, wo er wirklich limitierte Zugänge hat. Er hat limitierte Zugänge zu Strom. Sie haben nicht immer eine gute Netzabdeckung, und er hat einfach nur ein altes Handy. Und ich habe schon ein paar Mal versucht, mit ihm Dinge zu teilen oder mit ihm einen Zoom-Call zu machen, mit ihm zu kommunizieren, aber das scheitert halt immer daran, dass er einfach keine stabile Verbindung hat. Und dieser Mann, dieser Shams, schafft es immer wieder, mich zu begeistern, weil er mir manchmal out of the blue die best recherchiertesten Texte schickt. So auch diesen Montag. Diesen Montag bekam ich diesen Text von ihm, den ich euch jetzt gleich vorstellen möchte. Und ich finde das so erstaunlich, dass jemand, der einfach immer wieder damit konfrontiert wird, dass er Restriktionen, dass er Beschränkungen hat, trotzdem aber an seinem Mindset und an seinem Glauben arbeitet und sagt, ich will mehr, ich will hier raus. Und was kann ich tun, um einem Mann in Deutschland einen Dienst zu erweisen? Wie kann ich ihn inspirieren? Wie kann ich in Afrika sitzend mit meinen kleinen Bedingungen, was kann ich tun, um Markus in Köln irgendwie einen Mehrwert zu bieten? Und das nicht, weil ich ihn darum gebeten habe, aus eigenem Interesse. So, guys, why am I bringing that up? So there is this guy with his wife, and they're living in Africa, and they're having restricted connection, energy-wise and net-wise, and he's seeing what's going on in the world. He's looking to Australia. He's looking to Europe. He's in connection with me, and he wants to get out of his situation. He is really he has no. Let's put it this way. He has everything in front of him, hurdles in front of him, what he has to overcome. And this guy has such an amazing mindset, because he delivers to me once in a while, let's say once a month, he delivered, or no, actually it's more often, it's twice a month at least, I think. He delivers to me stuff like that. That is what I had from him yesterday. It is a well-chosen story, what I will share with you later. That's the reason why I'm bringing that up. This guy is sitting in Africa, having really restrictions, having hurdles to overcome, but his mindset is not a complainer. He's not sitting there and telling everybody like, oh yeah, these guys in Australia, these guys in Europe, these guys have it good. We in Africa, we are like at the end. No, his mindset is,
I don't care. I have big problems, I have big restrictions, but I'm overcoming them, and he thinks to himself, what can I do? What can I provide to give the guy from Germany, who he likes, like me, what can I do to inspire Markus in Cologne, Germany? And he chooses texts to send them to me, and then I think like, wow, what great mindset is that somebody who has had every right, I would call it right, to complain about his situation and to think like, oh yeah, they have everything they want and we suffer here with not even the right equipment, not even the right connection, not even the power supply what we need. No, he changes that and he decides to be a value for me. And he does it not because I asked for it. He just does it because he feels inspired to inspire me. And this is something what I really appreciate. That is something what I admire in any person who overcomes his own feeling of powerlessness, of being restricted, and this is dominating. Und das ist genau der Punkt, den ich so wertvoll finde, dass Menschen, obwohl sie Rahmenbedingungen haben, die nicht so exzellent sind, die nicht so toll sind, die auch manchmal wirklich herausfordernd sind und, sagen wir es mal auf Deutsch, die echt scheiße sind. Wenn jemand solche Rahmenbedingungen hat, trotzdem zu sagen, was kann ich denn in meiner Situation trotzdem tun? Und wie kann ich mich trotzdem bewegen? Und die Geschichte, die ich euch heute erzählen würde, hat auch sogar damit zu tun. Und ich fange mit Englisch an. Ich will sie auf Englisch vorlesen, damit ihr sozusagen, damit ich sie noch einmal im Kopf habe, bevor ich sie dann auf Deutsch mache, weil das, was ich hier habe, ist Englisch. So I'm going to start this story, what he sent me in English. I will read it to you because I think this story is amazing and it could give you a lot of value as it had value for me, and it is also around this mindset thing. So he calls it, get into your lion mode. Monday motivation. In the jungle, the elephant is the biggest, the giraffe is the tallest, the fox is the wisest, and the cheetah is the fastest. But guess what? The lion is the king of the jungle, despite having none of these awesome qualities. Also es geht um ich will das Stück für Stück machen, es geht darum, komme in deinen Löwenmut. Es geht um die Montagsmotivation. Er hat mir das am Montag geschickt. Der Elefant ist der Größte im Dschungel, also in the jungle, im Dschungel. Der Elefant ist der Größte. Die Giraffe ist die höchste, die längste. Der Fuchs ist der Schlauste und der Puma oder der Gepard ist der Schnellste. Aber weißt du was? Der Löwe ist der König des Dschungels. Und zwar, obwohl er keine einzige dieser oben genannten Fähigkeiten hat. Why is that? The lion is courageous, walks with confidence, even if confidence is not the absence of fear, but rather is going ahead despite of fear. The lion is a risk taker, and he believes that he is unstoppable. The lion believes any challenging animal is food for him. And the lion believes any opportunity is worth giving a try. Warum ist das so? Der Löwe ist mutig. Er läuft mit Stolz, er läuft aufrecht und er hat keine Angst. Und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist etwas zu tun, weiterzugehen, obwohl man Angst hat. Das ist das, was Mut macht und was der Löwe mutig macht. Der Löwe ist ein Risikotaker, also der Löwe geht Risiken ein und er glaubt einfach daran, dass er unstoppbar ist, dass er unaufhaltsam ist oder dass man ihn nicht aufhalten kann. Der Löwe glaubt, dass jedes Tier, was ihn angreift, was ihn challenged, was ihn sozusagen was ich mit ihm messen möchte, dass das Futter für ihn ist. Ja? Every animal is food for him. Und der Löwe glaubt einfach, dass eine Opportunity, dass eine Gelegenheit genutzt werden muss. Ja, er sagt einfach, jede Gelegenheit, die sich mir bietet, ist es wert, einfach sie mal auszuprobieren.
So, you might not be the fastest in graduation, getting a job, buying a house, car, getting married, crossing the $1 million mark, etc. You might not be the wisest among the siblings, friends, or your workplace or industry. You might not be the biggest family name, you have not the biggest bank account, CV, etc. However, you however must have grit, mental strength, to believe you're unstoppable with what you have, not worrying about what you don't have. To dare any venture as an opportunity worth trying. To have the will to take risk and to embrace a prediction, to see that everything what challenges you is food for you. This new week, stop complaining about what you don't have and get into your lion mode, which what you have to dominate your field to make an impact and to make money. If it's not what you don't have that limits you, it's what you have but you don't know why and how to use. Good morning, your unstoppable chumps. So, was ist jetzt die Lösung? Du musst nicht der Schnellste sein, du musst nicht am schnellsten dein Abitur gemacht haben, dein Studium gemacht haben, du musst nicht den besten Job gemacht haben, du musst nicht das beste Auto haben, das beste, am schnellsten geheiratet haben oder am schnellsten die Million verdient haben. Es ist vollkommen unwichtig, wie schnell du bist. Du bist vielleicht nicht der Schlauste unter deinen Geschwistern, du bist auch nicht der Schlauste unter deinen Freunden oder auch nicht der Schlauste am Arbeitsplatz oder in deiner ganzen Branche. Es kann auch sein, dass du nicht den größten Familiennamen hast. Es kann auch sein, dass du nicht das größte Bankkonto hast und dass du nicht den besten CV, also den besten Lebenslauf hinlegen kannst. Was du aber auf jeden Fall brauchst, ist die mentale Stärke, damit umzugehen. Du musst selber für dich glauben, dass du unstoppbar bist. Du musst glauben, dass du etwas hast, womit du arbeiten kannst. Du musst einfach glauben, dass jede Situation, die sich dir anbietet, eine Riesenchance darstellt. Dass es sich lohnt, es einfach mal auszuprobieren, damit umzugehen. Und du musst die Eigenschaft haben, die bedeutet, wie einfach es ist, oder du musst dieses Gefühl in dir entwickeln, einfach mal ein Risiko einzugehen, weil was kann denn passieren, wenn du es versuchst? Und diese neue Woche, das ist jetzt die Conclusion, diese neue Woche, hör auf, dich zu beschweren über das, was du nicht hast, sondern komm in deinen Löwenmodus. Get in your lion mode und arbeite mit dem, was du hast und übernehme das Feld und mache einen Unterschied und beeinflusse Menschen mit dem, was dir zur Verfügung steht. Tu die Dinge, die für dich wichtig sind und setze die Dinge ein, die in deinen Möglichkeiten sind, so wie Shams sozusagen mit seinen limitierten Möglichkeiten mich immer wieder versucht zu motivieren, mich versucht zu begeistern und mich irgendwo abholt, wo ich gerade stehe. Und das schafft er mit den Rahmenbedingungen. Das ist der Text, den mir dieser Mann am Montagmorgen vor 3 Tagen geschickt hat. Und ich bin so begeistert, dass er es immer wieder schafft, mich zu wecken und zu sagen, es könnte viel, viel schlimmer sein. I'm so amazed. This is what he sent me last Monday, like 3 days ago. And every day, every time something like that happens, it is like me, I'm blown away. I'm blown away because I think, wow, that is so unbelievable. He manages to get me thinking, to get me being humble, to get me being thankful for whatever I have, to make me realize the limitations are mostly in your head, and that he has the unstoppable willingness, or he has the unstoppable wish to get to Europe, to get to the States, to get to Australia, or to get to Germany, to apply for a job and to create a better living for him and his wife. And he's not doing that the way that he's like, oh, please, Marcus, help. Please, Marcus, please, 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 give me money, give me this, give me. Not once he asked me for money. He asked me for my opinion when he applies for in a different country. He does things what have nothing to do with being in victim mode. Like he's not a victim. He looks for his
opportunities and he looks to give value to the world. Und das ist halt diese unglaublich diese Stärke, die immer wieder in mir aufkommt oder die er mir schickt, die ich in ihm erlebe, dass ich denke, ich bin halt dann sofort sozusagen so demütig und sage, boah, wie gut geht's uns? Ich habe nicht diese Probleme. Ich bin dankbar für das, was ich habe und ich erlebe einfach, dass jemand wirklich, obwohl er so echt schlimme oder nicht schlimme, das halt mal ganz andere, viel weniger wertvolle Rahmenbedingungen hat, als wir hier in unserem wunderbaren Land, in unserem Umfeld, sich trotzdem nicht an mich wendet und sagt, Markus, bitte hilf mir, gib mir Geld, gib mir dies, gib mir das, sondern er fragt mich um meine Meinung, wenn er sich irgendwo bewirbt. Er fragt mich nach anderen Dingen, aber er fragt mich nicht um die einfachsten Dinge, weil das würde er wahrscheinlich gar nicht, er wäre wahrscheinlich viel zu stolz dazu, zu sagen, ich möchte von Markus Geld oder was haben. Das tut er nicht. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, dass mir dieser Mann Inspiration auf eine Art und Weise gibt, die größer ist, als es wahrscheinlich, als wenn es von Menschen kommen würde, die gleichen Rahmenbedingungen haben wie ich. Weil ich weiß, was er tun muss, ich weiß, was in ihm lodert oder was ihn dazu motivieren könnte, zu jammern. Das tut er aber nicht. And that is the magic of this, what I wanted to show you today. I wanted to share this story of this beautiful mind, of this beautiful soul living in Africa. Shams is his name, his wife's name, I can recall right now. And I hope to have a chance to bring him somehow, to give him a chance to come to Europe, to start a life, to extend the family, and to have a life with conditions that are more positive to him and that are a little bit easier. Because he proved to me that under the conditions that he actually has, he never complained, he never was whiny, he never was like in a victim mode. He was always positive and eager to prove something. Ja, und das ist das, was ich hier euch heute vermitteln wollte. Ich hoffe, dass es euch ein klein bisschen gefallen hat, dass ihr meine Deutsch-Englisch, also praktisch, es war ja nur halb so lang wie sonst, weil ihr musstet mich ja auch mit meinen Englischkenntnissen ertragen. Ich hoffe, es hat trotzdem einen gefallen und es war vielleicht auch ein klein bisschen exotisch, dadurch, dass es tatsächlich mal aus einer ganz anderen Welt kam. Und ich freue mich, wenn das Mindset, wenn ihr ein Gefühl dafür bekommen habt, wie sehr man sein Mindset und seinen State, in dem man ist, selbst verändern kann, wie sehr man an sich glauben kann und wie schön es ist, wenn man nicht jammert, sondern wenn man Menschen das Gefühl von ich will aufbrechen, ich will irgendwo hin, ich möchte mich verändern gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen, liken, teilen, kommentieren, immer gern gesehen auf YouTube, bitte hier den Kanal abonnieren und am besten auf die Glocke stellen, weil dann kommt automatisch jeder Beitrag, den ich mache, bei dir auf Display und du siehst sofort, da ist ein neuer Markus, da ist ein ganz neuer Markus entstanden. Nein, da ist ein neuer Beitrag von Markus mit Chaos Köln.